Hallo, heute ist Freitag, der 14. Mai 2021. Ihr habt noch nicht aufgegeben? Sehr gut, denn ihr habt es endlich geschafft. Heute möchte ich endlich den letzten Typus von toxischer Weiblichkeit vorstellen, den ich so aus eigener Beobachtung, Erfahrung oder auch aus eigenen Gedanken so zusammen konstruieren kann. Und seid bitte nochmal daran erinnert, ich bin selbst kein Psychologe oder so, sondern ich grüble einfach mal nur so laut vor mich hin. Damit ich euch auch alle abhole, grüble ich am besten nochmal laut darüber nach, was denn toxische Weiblichkeit überhaupt nochmal ist und wodurch sie sich auszeichnet. Ganz einfach gesagt, ist es eine Sichtweise, die die Menschen glasklar in Frauen und Männer einteilt und den Männern ein viel einfacheres Leben bescheinigt als den Frauen, die sich vergleichsweise viel mehr schinden müssen. Das Ganze kann so stark ausgeprägt sein, dass sogar ein regelrechter Hass gegen Männer hinzukommt. Welche Gründe das genau sind, warum es Männer leicht und Frauen so schwer haben, das hängt nun von der Geschmacksrichtung von toxischer Weiblichkeit ab. Wie üblich kommt auch hier wieder eine Triggerwarnung. Es geht heute um emotionale und körperliche Gewalt sowie um Hassrede. Auch sexuelle Andeutungen kommen vor, die bis hin zu sexuellem Missbrauch reichen können. Wenn ihr euch mit diesen Themen also nicht wohlfühlt, dann schaut das Video besser nicht weiter. Als Einstieg komme ich nochmal auf das vorherige Video zurück, in dem ich ja einen Typ von Weiblichkeit vorgestellt habe, den ich als gefügiges Darling zusammengefasst habe. In dem Video ging es ja darum, dass insbesondere junge Frauen und Mädchen überdurchschnittlich stark die Blicke und das Interesse anderer Menschen auf sich ziehen und von diesen einerseits Bewunderung, aber andererseits auch Abneigung abbekommen. Wie sie von anderen behandelt werden, hängt nicht etwa davon ab, wer sie wirklich sind, sondern vor allem davon, welches Bild die anderen von ihnen haben. Der Typ des gefügigen Darlings, den ich im letzten Video beschrieben habe, fügt sich diesen Regeln unter und versucht, genau das zu werden, was die anderen von ihr sehen wollen. When I look at you, all I see is the white swan. Auch wenn das bedeutet, dass sie sich selbst mit demselben kritischen, urteilenden Blick betrachtet, den andere an sie anlegen, und sie sich gnadenlos in das verwandeln muss, was das Publikum von ihr verlangt. Klingt ziemlich düster, oder? Dabei ist das nicht die einzige mögliche Lösungsstrategie. Ein anderer Typ, ich habe sie die ambitionierte Powerfrau genannt, tritt die Flucht nach vorn an und rennt mit voller Kraft gegen die Vorurteile ihres sozialen Umfeldes an. Sie versucht den Menschen zu beweisen, dass diese sich irren und ein falsches Bild von ihr haben. Sie kämpft mit allen Kräften dafür, dass die Leute ihre Ansichten über sie ändern. Okay, dann fangen wir an. Derek, fantastische Arbeit. Jet, du hast es gerockt. Nadia, wir haben einen Fehler in deinem Code gefunden. Wenn die anderen sie für weniger kompetent halten, dann heißt das für sie umso mehr Kompetenz und Fähigkeiten anhäufen, um denen das Gegenteil zu beweisen. Bob ist ein Fehler unterlaufen. Ach, wirklich? Ja, deshalb läuft es nicht richtig. Ich krieg das hin, warte. Hey, es reicht völlig, wenn du das im Laufe des Tages irgendwie... Ist schon gut. Warum nicht jetzt, ha? Das Leben ist kurz, carpe diem etc., okay? Ha, nichts leichter als das. Tja, und heute möchte ich einen dritten Typ vorstellen. Die Frauen des heutigen Typs betrachten sich erstmal, wie denn die Karten so liegen und wie die Menschen sie so sehen. Seite 244, ja. Und zwar, Dieter und Verona treffen sich in einem Club. Aber hier geht's noch weiter. Ey, wer bist du denn? Ja? Und dann sagt Dieter, ich dachte mir, komm, die ist zwar ein bisschen behindert, aber die reißt sie jetzt auf. Und dann fragt sie sich, lohnt sich denn der Aufwand, die Leute davon zu überzeugen, was wirklich in ihnen steckt? Auch wenn die Leute überhaupt nicht überzeugt werden wollen. Oder ist es nicht viel effizienter, wenn sie den Menschen einfach genau das zeigt, was die Leute erwarten? Wenn ich vorschlug, komm, lass uns um 8 treffen, kam es zurück. Du, tut mir leid, ich kann die Uhr nicht lesen. Hast du das gesagt? Ich kann sie wirklich nicht lesen. Ja, gut. Das mag dann zwar nicht der Wahrheit entsprechen, aber um die Wahrheit geht's ja auch gar nicht. Es handelt sich um eine Entscheidung mit eiskalter Berechnung, weshalb ich den heutigen Typ mal in die Geschmacksrichtung
kühle Opportunistin einsortiere. Eigentlich tut sie etwas ganz Ähnliches wie das gefügige Darling vom letzten Video. Nur mit einem entscheidenden Unterschied. Die Opportunistin weiß, wer sie ist und was sie will. Sie setzt sich lediglich eine Fassade auf, um ihr Ziel zu erreichen. Eigentlich total clever. Moment. Was ist das? Tötet es, bevor es Eier legt. Ja, perfekt. Naja, wer schön sein will, muss leiden. Aber im Prinzip, ja, eigentlich beweist die Opportunistin damit ja, dass sie eigene Ziele und Vorstellungen hat und auch etwas tun will, um sich diese Wünsche zu erfüllen. Selbst dann, wenn die Wünsche vielleicht etwas, sagen wir, ambitioniert sind. Annette ist mit ihrem Beruf zufrieden, weil er mit Schönheit zu tun hat. Aber insgeheim träumt sie von einer Karriere als Schauspielerin oder Fotomodell. Ihre Vorstellung vom Glück ist schlicht: viel Geld und wenig Arbeit. Aus irgendeinem Grund erntet eine Frau mit solchen Ansprüchen aber nicht gerade Gegenliebe. Ohne fleißig zu sein, nur durch Hübschsein zu einem Leben wie im Schlaraffenland zu kommen, von dem ja selbst die Fleißigen nur träumen können. Welche Ungerechtigkeit bedeutet das dann erst, wenn solch eine Frau dieses Ziel am Ende auch noch erreicht? Allein durch Oberflächlichkeiten. Naja, es bedeutet eben, dass Attraktivität an einer Frau derartig wertvoll ist, dass dies allein halt auch schon genügen kann, um daraus Gewinn zu schöpfen. Aren't you funny? Don't you know that a man being rich is like a girl being pretty? You might not marry a girl just because she's pretty. But my goodness, doesn't it help? Die Opportunistin hat einfach kühl kalkuliert. Soll sie jahrelang die Uni drücken oder einen Beruf lernen, der ihr keinen Spaß macht, um am Ende mit Mühe und Not ein Durchschnittseinkommen zu verdienen? Vorausgesetzt, die Wirtschaft schießt sich in der Zwischenzeit nicht selbst ins Knie. Oder sollte sie nicht viel besser ihre Attraktivität geschickt einsetzen, einen reichen Kerl finden und sich an seine Seite schmuggeln, um durch ihn direkt zu Reichtum und in die Höhen zu kommen, die sie erreichen möchte? Ihr Lieblingsspruch: 4 Tiere braucht eine Frau. Einen Nerz im Schrank, einen Tiger im Bett, einen Jaguar in der Garage und einen Esel, der alles bezahlt. Tja, bitter. Man könnte fast meinen, dass wir hier eiskalt unter die Nase gerieben bekommen, dass die Welt eben nicht fair ist. Manche schuften sich krumm, und zwar schon als Kinder, und kriegen als Lohn mit 20 Jahren Lungenkrebs, weil sie bei der Arbeit giftige Chemikalien eingeatmet haben. Und andere müssen noch nicht mal hübsch aussehen und haben trotzdem allen Luxus, den man sich nur denken kann. Ja, das ist bitter. Bitter ist auch, dass nicht alle Frauen dem aktuellen Schönheitstrend entsprechen. Manche haben die Wahl gar nicht, ob sie ihr Aussehen kapitalisieren wollen oder nicht. Die müssen den beschwerlichen Weg über die Karriereleiter nehmen. Natürlich ganz gleichberechtigt. Wir sind ja inzwischen emanzipiert in der modernen Welt, nicht wahr? Also ich würde Sie gerne stationär aufnehmen. Dann kann ich das noch mal alles beobachten. Nur übertreiben Sie mal nicht. Schauen wir uns auf jeden Fall genauer an, Herr Neumann. Na ja, wenn Sie das sagen, Herr Doktor. Diese Form der ungerechten Bevorzugung der Hübschen wird auch Pretty Privilege genannt. Dazu gehört auch, dass sie ein bestimmtes Alter nicht überschreiten dürfen, um noch als attraktiv zu gelten. Ansonsten können sie sich gleich daheim einschließen. Oder sie werden halt einfach nicht alt. Ist euch da bestimmt auch schon mal aufgefallen, oder? Dass sich manche weiblichen VIPs strikt weigern zu altern, wenn auch mit mehr oder weniger Nachhilfe. Die Opportunistin operiert am Ende genauso eiskalt wie die Wirtschaft selbst. Der ist auch nichts heilig. Sie schlägt aus allem Kapital, was geht. Für sie gibt es nur Angebot und Nachfrage. Wenn es eine Nachfrage an Schönheit und Jugendlichkeit gibt und es steckt auch noch ein zahlungskräftiger Kunde dahinter, dann gibt es auch zwangsläufig irgendwann ein Angebot dafür. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass der sicherste Weg zu Reichtum darin besteht, dass ein Mann mit viel Macht und Geld sie liebt und ihr dann jeden Wunsch von den Augen abliest. Daddy, ich will ein Eichhörnchen. Hol mir eins von den Eichhörnchen. Ich will eins haben. Na gut, Liebes, Daddy kauft dir so bald wie möglich ein Eichhörnchen. Sie führt der Gesellschaft nicht nur vor, welch fragwürdige Machtgefälle wir so haben, was allein schon unangenehm genug ist.
Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter und nutzen das Machtgefälle geschickt für sich aus. Wenn die Täter-Opfer-Rollen in den Köpfen der Menschen bereits per Geschlecht verteilt sind, dann lassen sich die Menschen leicht täuschen. Entspricht die Fassade nur zu gut ihren Erwartungen, dann ist die Versuchung groß, die Täuschung einfach zu glauben, ohne noch einmal kritisch nachzufragen. Du verlogenes Miststück. Nochmal anders ist es ja in der virtuellen Welt. Social Media hat ja sowieso komplett eigene Regeln für den Erfolg aufgestellt. Die Währung, mit der da gehandelt wird, lautet Reichweite, was gleichbedeutend betrachtet wird wie Relevanz. Da haben ja gewisse Frauen eh schon einen Vorsprung im Vergleich zu den Männern, weil sie von Grund auf mehr Blicke auf sich ziehen. Wenn Aufmerksamkeit hier bereits ausreicht, um erfolgreich zu sein, dann kann diese ja auch gezielt provoziert werden. Ich glaube, ich hole mir bald ein Baby. Nicht wegen Liebe, sondern wegen Klicks. Wem alle Ideen ausgehen, der bekommt kurzfristig Aufmerksamkeit auch einfach durch negative Publicity. Da braucht sie nur einen Streit vom Zaun brechen, den Menschen eine Seite von sich unter die Nase reiben, für die sie verachtet wird und voilà, Empörung, Klicks, Relevanz. I'm drama seeking, right? I started drama. I just want attention. I do want attention. Wie gesagt, wir sprechen hier ja nur von einer Fassade, die die Welt zu sehen bekommt. Eine Art falsches Selbst. Und damit spiegelt die kühle Opportunistin lediglich, was andere in ihr sehen wollen oder wofür diese sie vielleicht hassen oder auch lieben. Aber ein Spiegel lässt keinen Blick durch auf das, was dahinter liegt. Damit entzieht sie sich jeglichem Zugriff von außen und behält selbst damit die maximale Kontrolle über ihre Schwächen und Verletzlichkeiten. Auch wenn sie auf den ersten Blick komplett anders auftritt als die abgehärteten Einzelgänger, die ich bei der toxischen Maskulinität beschrieben habe, obviously, in dieser Sache ist die Opportunistin diesem doch sehr ähnlich. Auch sie bleibt distanziert zu ihrem Umfeld und behält lieber selbst die Fäden in der Hand, anstatt sich hilfesuchend an andere zu klammern, auch wenn sie das vielleicht insgeheim manchmal gerne tun würde. Hey, alles wird gut. Ich verspreche es. Jetzt nimm schon meine scheiß Hand. Und der Spiegel ist auch das Stichwort für den unvermeidlichen zweiten Teil dieses Videos. Wer den Menschen nämlich das zurückspiegelt, was diese sehen wollen, naja, der musste im ersten Schritt erstmal erkennen, was die Leute zu sehen bekommen wollen. Ich muss aufstehen und dir salutieren. Und kann sie dann im Stillen dafür verachten. Da haben wir auch schon die erste Sache, für die diese Frauen herablassend auf die Männer runterblicken können. Ausgerechnet von Männern bekommen junge Frauen ja ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Und ausgerechnet die sind es, die es den Frauen dann neiden, dass sie immer so im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Wenn immer sie etwas tun, was vielleicht sogar noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, schlägt ihnen dann regelrechte Empörung entgegen. Dann müssen sie sich als selbstverliebt bezeichnen lassen, als Fame-Huren oder als verzogene Gören, die sich selbst für was ganz Besonderes halten. Dabei ist das ja bereits ein Irrtum. Der Fame bezieht sich ja gar nicht auf sie als Person, sondern nur auf das, was die Menschen in ihr sehen wollen. Das Publikum spiegelt der Darstellerin gar nicht wider, wer sie ist. Denn ich will nicht mehr hübsch sein, nein. Ich weiß, ihr alle müsst jetzt denken, die muss verrückt sein. Ja, doch ich weiß, wovon ich rede und ich hasse meinen Job, auch wenn ich meistens davon lebe. Mein Spiegel zeigt mir nicht, was ich sehen will. Ich will jemand anders sein und meine ganze Welt zerbricht bald in 1000 kleine Teile. Sie kann sich also so viel Mühe geben, wie sie will. Das Publikum wird ihr nicht zeigen, wer sie ist. Sie wird vielmehr damit konfrontiert, was die anderen in ihr sehen und von ihr erwarten. Was mich übrigens gleich zum nächsten Punkt führt. Während Frauen sich mit den Forderungen der Männer schon von jeher auseinandersetzen müssen, weil diese Forderungen konstant an sie gerichtet werden und in entscheidenden Positionen noch immer überwiegend männliche Entscheidungsträger sitzen, ist das umgekehrt nicht der Regelfall. Männer können die Interessen der Frauen ignorieren, wenn sie diese nicht interessieren. Und womit verbringt Amy ihre Tage? Eine Frau mit so vielen Abschlüssen, was macht die so? Naja, sie beschäftigt sich. Und womit?
Mein Gott, ich meine... Man könnte denken, sie existiert in seinen Vorstellungen gar nicht ihrer selbst willen, sondern nur als Dienstleisterin für ihn. Alles an ihr, was ihm auf die Nerven geht oder ihm nicht gefällt, ist ätzender Ballast, den sie sich besser mal abgewöhnt. Das ist der sogenannte Male Gaze, der männliche Blick. Was hast du zu verlieren, wenn deine Jungs ihn zuerst finden? Schwör ich bei Gott, du darfst mich umlegen. Ehrenwort. Hand aufs Herz kennt keinen Schmerz. Oh, das ist so anstrengend mit dir. Wenn du mein Erbarmen willst, dann schließ das Riesenloch in deinem Gesicht und hör zu. Besorg mir meinen Diamanten. Mit einer Person zusammenzuleben, die sich sehr gut in ihn hineinfühlen kann, während er sich selbst nicht die Mühe machen muss, diesen Gefallen auch zu erwidern. Ach, das klingt nach paradiesischen Vorstellungen. Die ideale Welt. Und es klingt auch irgendwie nach einem unfairen Privileg, oder? Aber das können die Männer dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Sie wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass sie irgendwelche Arten von Privilegien hätten. Immerhin sind es nach der Ansicht der toxischen Maskulinität ja die Frauen, die unfair bevorzugt werden. Was? Quatsch, stimmt nicht. Ich sehe Frauen als vollkommen gleichwertig. Aber? Naja, die Rechte von Frauen und Transen und 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 den und und warum werde ich eigentlich konstant überpiepst? Nun ja, weil diese Bezeichnungen alle Beleidigungen sind und es für diese Titulierungen auch respektvolle Alternativen gibt. Seht ihr, das meine ich. Jetzt wird auch noch meine freie Rede eingeschränkt. Dabei will ich nur, dass deren Rechte nicht meine Rechte beschneiden. Es scheint ihnen regelrecht physische Schmerzen zu bereiten, wenn sie sich in solchen Lagen wiederfinden, die sie ansonsten für Frauen reserviert sehen. Schwäche und Inkompetenz zum Beispiel ertragen sie praktisch nicht. Und wann immer ein Mann Gefahr läuft, in eine dieser Kategorien hineinzufallen, muss er sein Weltbild wieder gerade rücken. Da kommen die Frauen ins Spiel, die nun klein und unfähig auftreten müssen, damit er sich daneben etwas größer, bedeutender und mächtiger vorkommen kann. Guck mal, er hat gedacht, die ist ein bisschen behindert, die Kleine, ich reiß sie trotzdem auf. Ja. Ne? Und dann hat er mir das Sprechen beigebracht, das Laufen. Dann hat er auch meine Beine irgendwann mal rasiert. Und letztendlich, nach mehreren Operationen, sitze ich jetzt bei dir. Eigentlich ist das ja eine Unsicherheit, die die betreffenden Männer selbst haben. Aber anstatt an diesen Unsicherheiten zu arbeiten, entscheiden sie sich vielmehr dazu, ihre Mitmenschen dazu zu verpflichten, ihren unsicheren Selbstwert aufrechtzuerhalten. Also, Frauen müssen sich klein machen, weil Männer es sonst nicht ertragen, von diesen überragt zu werden? Noch besser. Das Demütigen von Frauen wird zur allgemeinen Belustigung, insbesondere von denen, die besonders begehrt sind und die das auch noch wissen und ihre Privilegien genießen. Yes, you're a queen. Genau dafür wurde die Replay-Funktion erfunden. Wobei das jetzt schon ein bisschen lustig war. Naja gut, das war ja jetzt nur etwas Schadenfreude wegen eines kleinen Missgeschicks. Aber wenn ich mir vorstelle, wie viele Frauen unter lauten Gegröle regelrecht erniedrigt werden, meldet sich schon mein Würgereflex. Apropos Würgereflex, es gibt sogar einen eigenen Hardcore-Fetisch auf Pornos. Nein, ich will es so genau gar nicht wissen. Oh. Naja, warte, bis du erfährst, dass Minderjährige sich in Online-Inseraten Taschengeld durch Prostitution dazu verdienen und das reißenden Absatz findet. Nennt sich nämlich TG-Treffen. Das will ich erst recht nicht wissen. Auch nicht? Okay. Und dass es einen eigenen Namen für den Gesichtsausdruck gibt, den Anime-Mädchen aufsetzen beim Sex und mit dem weibliche TikToker, Instagirls und so besonders hohe Klickzahlen bekommen haben. Das ist sogar ein eigenes Meme geworden. Nennt sich Aigao. Guck mal. Sagt mal, wie gestört seid ihr eigentlich? Okay, dann fassen wir das Gehörte und Nicht-Gehörte mal grob zusammen. Also wenn es um das harsche Verurteilen und Beschämen und Benutzen von Frauen angeht, dann sind die Männer nicht gerade schüchtern. Inzwischen hagelt es aber erbitterten Widerstand gegen solche Arten von Belästigungen und Übergriffigkeiten. Auch verbale Anzüglichkeiten gelten nicht mehr als Kavaliersdelikt. Von Kindesmissbrauch will ich gar nicht erst anfangen. In diesem Klima kann es schnell mal passieren, dass die Stoßrichtung der öffentlichen Verurteilung sich umkehrt und jene Männer sich auf einmal im Zentrum der Vorwürfe wiederfinden. Kein Wunder, dass die das dann nicht gerade lustig finden. Jeder beobachtet mich und projiziert seinen ganzen Scheiß auf mich. Alles, was ich will, ist hierher zu kommen, mit dir ein Bier zu trinken und nicht beurteilt zu werden. Aber selbst der eisige Gegenwind reicht manchen Männern noch nicht aus, um ihr chauvinistisches Verhalten vielleicht mal zu hinterfragen. Sie attackieren stattdessen den Gegenwind, der ihnen ins Gesicht bläst, wenn sie sich im Ton oder auch im Körperteil vergreifen. Von wegen Gegenwind.
Das ist eine öffentliche Anprangerung. Man kann ja auch sachlich und ruhig Kritik üben, anstatt mich gleich wie einen Schwerkriminellen vom Hof zu jagen. Wenn du also eine Person of Color ungefragt in die Haare greifst oder einer schwangeren Frau ihren Bauch betatschst, dann müssen diese ihre Kritik sachlich und ruhig üben? Ja, genau. Und nicht so ein Fass aufmachen, als hätte ich gerade jemanden totgeschlagen. Das ist ja fast schon Rufmord. Nee, das ergibt absolut Sinn. Wenn eine Person belästigt wird und sich dagegen zur Wehr setzt, ist das ja schließlich auch falsch. Sie hat ihre Angst und ihre Wut gefälligst runterzuschlucken und muss emotional auf den Täter eingehen und ruhig und sachlich kritisieren. Okay, hab's ja kapiert. Es sieht also so aus, als hätten manche Männer kein Problem damit, wenn von Frauen turmhohe Anforderungen verlangt werden. Also vom Äußeren her, da wäre die so schlank, ne? Und zierlich und lange blonde Haare, die hat ein ganz feines Gesicht. Und wenn sie lacht, ne, dann hat sie so kleine Grübchen um den Mund. Aber wenn eine Frau einmal genau dieselben Maßstäbe an sie ansetzt, merken sie auf einmal, wie anspruchsvoll oder beinahe unmöglich das teilweise ist. Und nur mal so Interesse halber, was ist denn so Ihr Typ? Naja, also vom Typ her zum Beispiel George Clooney. Ja, nur so als Beispiel. Ja gut, da kann ich natürlich... Manche Männer legen offenbar großen Wert darauf, zwischen Frauen und sich selbst eine deutliche Linie zu ziehen, die nicht übertreten werden kann. Frauen stehen auf der einen Seite der Trennlinie und sind empfindliche, bedürftige, schutzlose Wesen. Die Männer auf der anderen Seite sind tough. Dabei können auch sie verletzt oder verunsichert werden. Nur überspielen sie diese Affekte beispielsweise mit Aggression. Und schon glauben sie, niemand bemerkt ihre Unsicherheit mehr. You dirty pervert. Oh my God. You people. What are you looking at? Shut up! Das ist doch spannend, oder? Bedürftigkeit wird gar nicht mehr als solche erkannt, wenn ein aggressiver Befehlston beigemischt wird. Ein bittender, unterwürfiger Ton, der schreit nach Bedürftigkeit. Kümmere dich um mich, ich brauch dich so. Ein fordernder und aggressiver Ton gilt hingegen als anspruchsvoll. Wollen Sie von einer Person mit derart erlesenem Geschmack wie mir Anerkennung? Dann beeindrucken Sie mich mal. Wenn Sie sich also über die Schwächen von anderen lauthals lustig machen oder ärgern, scheint Ihnen gar nicht klar zu sein, dass diese plötzliche Wut auf das Geflenne der anderen auch eine emotionale Reaktion ist. Im Grunde fühlen Sie sich schon von dem Wort Triggerwarnung getriggert. Das muss man erst mal schaffen. Männer können am Ende genauso verletzlich wie Frauen sein. Nur können sich das manche von ihnen einfach nicht eingestehen. Stattdessen inszenieren sie sich eine gut klingende Erzählung drumherum, damit ihr Handeln und ihr Verletztsein noch irgendwie heroisch männlich rüberkommt. Wenn eine Frau einen Mann demütigt und auch noch für seine eigenen Kollegen, dann hat ein Mann das Recht, seine eigene Entscheidung zu treffen. Und oh nein, ich bin immer noch nicht fertig mit diesem Teil des Videos. Besonders gern hantieren manche Männer ja mit harten Fakten und mit Tatsachen herum und sie berufen sich unglaublich gern auf Rationalität und die Wissenschaft. Also alles, was ihnen dann widerspricht, muss ja dann unwissenschaftlich sein oder, um es mit einem Spruch zusammenzufassen, Facts don't care about your feelings. Fakten interessieren sich nicht für deine Gefühle. Die Aufteilung ist wieder klar. Auf der einen Seite stehen die Facts, die Wahrheit, die Realität. Und auf der anderen Seite steht das Subjektive, das Irrationale und damit auch das mehr oder weniger Eingebildete. Letzteres kann übergangen werden. Ersteres muss aber eingehalten werden, weil Wissenschaft und so. Wenn man ihnen aber dann mal dabei zuschaut, wie sie andere wissenschaftliche Aussagen ignorieren, die ihnen blöderweise widersprechen, oder wie sie solche Gegenstimmen sogar als unwissenschaftliche Quacksalberei abstempeln, dann kommt so der Verdacht auf, diese Herrschaften sind in der Zusammenstellung ihrer Facts genauso emotional aufgeladen, wie sie es ansonsten den anderen so gerne unterstellen. Fast könnte man denken, ihr Verständnis von Wissenschaft ist vor allem der Teil, der ihnen zufällig gerade in den Kram passt. Liebes Kind, glauben Sie mir, die zarte Konstitution der Frau ist für den Mühsal des Arztberufes nicht geschaffen. Ich empfinde es also als meine ritterliche Pflicht, Sie von jeglicher Wissensplackerei in Schutz zu nehmen. Die Frau steht in allen Beziehungen dem Kinde näher als dem Mann. Meine Herren, ich versichere Ihnen, der physiologische Schwachsinn des Weibes ist ein unbestreitbarer Fakt. Damit haben Sie den Beweis. Meine kühl sachliche und überhaupt nicht voreingenommene Analyse hat ergeben, dass am gesellschaftlichen Unfrieden allein der Feminismus schuld ist. Daher ist es nur logisch, die Emanzipation der Frau zurückzudrehen.
Ja, das klingt auch viel cooler und kerniger als... Die Frauen belastet es, wenn sie wirtschaftlich von Männern abhängig bleiben und immer geringschätzt werden. Mich aber belastet es, dass ich nicht mehr die Kontrolle über alles in meinem Leben habe. Da mir meine eigenen Interessen wichtiger sind als die der Frauen, bin ich dafür, denen die Rechte wegzunehmen, damit ich mich besser fühle. Denn das wäre ja das Eingeständnis. Wenn ich nicht bekomme, was ich brauche, bin ich verloren. Kümmert euch um mich. Puh, das war allerhand. Ihr seht, die Toxizität des heute beschriebenen Typus ist von ganz besonders tiefer und verachtender Art. Sie blickt auf Männer feindselig herab, weil diese ihre Mitmenschen mit ihren eigenen Problemen und ungelösten Konflikten regelrecht tyrannisieren. Da sie aufgrund der gewachsenen Strukturen der Vergangenheit noch heute in den meisten machtvollen Positionen sitzen, können sie ihre Umwelt dazu zwingen, sich ihren Bedürfnissen unterzuordnen und ihre Spielregeln mitzuspielen. Und das alles nur, weil sie zu schwach sind, sich ihren zahlreichen Komplexen zu stellen. Eigentlich sind Männer unterentwickelt, müssen versorgt und stabilisiert werden. Frauen nehmen im Vergleich dazu die Rolle der feinfühligen, geschulten und reifen Charaktere ein, die das zerbrechliche Ego der Männer im Hintergrund aufrichten, ohne dass diese selbst etwas davon mitkriegen. Aber natürlich begeht auch diese Toxizität den gleichen kapitalen Fehler wie alle anderen vorherigen Typen auch. Sie pauschalisiert sehr schnell mal und schmeißt alle Männer in einen Topf, nur um sich anschließend eiskalt an ihnen zu rächen und verachtend auf sie herabzublicken. Du willst deinem Daddy zeigen, wie toll du bist, das ist alles. Nein, du weißt rein gar nichts über mich. Ich weiß alles über dich. Du bist ein offenes Buch, geschrieben für sehr dumme Kinder. Schlimmer noch, sie begeht paradoxerweise denselben Fehler, den sie den Männern selbst vorwirft. Sie lässt völlig außer Acht, was vielleicht auch ihr eigener Anteil an der ganzen Misere, was ihre eigenen ungelösten Probleme sein könnten, und schiebt stattdessen die fehlende Selbstreflexion allein den Männern zu. Welch eine Ironie. So, nun eine ganz besonders spannende Frage. Wie sieht denn nun die feministische Perspektive auf den heute beschriebenen Typus aus? Ja, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Auf der einen Seite sind die kühl kalkulierenden Opportunistinnen ja clevere Frauen, die vor allem durch einen beeindruckenden Willen und Zielstrebigkeit auffallen und die anderen Frauen auch vormachen, wie sie unbeeindruckt einfach ihren Weg gehen können. Sie zeigen auch Schwächen und unausgesprochene Probleme in unserer Gesellschaft auf, indem sie auf eine Weise daraus Profit schlagen, die wehtut. Manchmal braucht es aber genauso einen Schmerz, bevor die Gesellschaft irgendein Problem überhaupt als solches erkennt und sich irgendetwas verändert. Auf der anderen Seite bedienen sie sich bei der Realisierung ihrer Ziele aber auch Klischees oder Ungerechtigkeiten, die eher beseitigt gehören, anstatt dass sie immer wieder aufgelebt werden. Sie sind diejenigen, die als schamlose Golddigger wohlhabende Männer erobern und Ehen zerrütten. Sie sind diejenigen, die mit unehrlichen Methoden ihren Erfolg erschwindeln und wenn sie auffliegen, auch noch dafür sorgen, dass der Erfolg anderer Frauen weiterhin kritisch hinterfragt wird. Sie sind auch diejenigen, die Männer grundlos wegen Vergewaltigung anzeigen, weil sie sich davon einen Vorteil versprechen und es damit anderen wirklichen Opfern von Sexualverbrechen umso schwerer macht, ernst genommen zu werden. Dass sie so auf die Folgen ihres Handelns für andere scheißen, kann man ihn durchaus als Zynismus auslegen. Letztlich würde ich den heute beschriebenen Typ als Grenzfall betrachten. Das Handeln dieser Frauen orientiert sich eben gar nicht danach, ob es für die Gesellschaft irgendwie fortschrittlich oder gut ist oder nicht. Es orientiert sich allein daran, was die Frau selbst will. Darin liegt ja auch der Opportunismus. Aber wie in den vorherigen Videos war das natürlich auch in diesem Fall wieder eine Arschbombe in die Klischee-Mottenkiste. Die meisten Frauen, die ein paar opportunistische Züge haben, sind deshalb noch lange keine eiskalten Zynikerinnen, die auf andere verachtend herabblicken oder ihnen sogar noch Schaden zufügen. Sie können ja auch noch Anteile von ganz anderen Neigungen innehaben und wie zynisch das Gesamtergebnis aussieht, das hängt ja von vielen Faktoren ab. Das war heute jedenfalls der letzte Typ aus dem Reich der toxischen Weiblichkeit, der mir so eingefallen ist. Im nächsten Video möchte ich alles nochmal zusammenfassen, so eine Art Big Picture machen, wie man das so sagt. Und da möchte ich auch nochmal herausstellen, wo sich denn toxische Maskulinität und toxische Weiblichkeit bei allen Feindseligkeiten auch ähneln. Und danach soll es dann endlich mal daran gehen, wie man denn solche toxische Muster überwinden kann. Das war ja ursprünglich auch das Ziel dieser Videoreihe. Ich hoffe also, ihr habt noch etwas Puste übrig und seid nicht ganz so abgeschreckt von meinem lächerlichen Kostüm. Dann also bis zum nächsten Mal mit
Heißen und opportunistischen Grüßen, euer Kater Schnotz. Mir geht's so gut bei